und herzlich willkommen auf Marius Channel. Heute möchte ich mal einen geräucherter Käse machen und wie ich das so mache, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Ich habe jetzt hier einen Kräuterkäse, einen Käse mit Chili, zweimal. Die Nährwerttabelle, der hat 25 Gramm Fett, der hat Kohlenhydrate 0, der hat Zucker 0, der hat Eiweiß 25 Gramm, Salz 1,5 Gramm, also ein super Käse. Auch für Leute, die ein bisschen auf die Figur achten müssen. So, alles was man dazu brauche. Ich nehme jetzt hier so ein Rollbratenetz und dann schneide ich mir jetzt 3 Stücke raus. Ihr könnt auch diese Netze kaufen, Obstnetze nennen die sich. Die gehen jetzt ganz genauso gut. Die mache ich jetzt hier unten, binde ich die hier noch ein bisschen zu. Diese Käse werden jetzt dann auch kalt geräuchert über Nacht. Ich bin jetzt auch ziemlich spät, es ist jetzt schon nach 7 Uhr hier, ich bin im Garten. Und werde sie dann über Nacht bis morgen früh kalt räuchern. Das Räuchergerät habe ich jetzt hier schon stehen, seht ihr das? Das ist meine Räuchertonne aus Edelstahl. Das ist ein super Gerät für kalt zu räuchern, kann ich euch nur empfehlen. Ganz klasse. So, das muss man natürlich dann mal auspacken, das Ganze. Die sind auch super verpackt. So, einmal. Also wie gesagt, zweimal Chili und einmal Kräuterkäse. Es gibt auch noch einen Naturkäse, aber der war so gut, den habe ich schon aufgegessen. Und den Rest, den möchten wir jetzt auch räuchern. Ich habe am Anfang auch gedacht, ach, Käse räuchern, das ist ja nichts, das schmeckt nicht. Aber Leute, ich sag's euch, der schmeckt wahnsinnig gut. Schmeckt sehr fein. Deswegen mache ich es jetzt nochmal. Könnt ihr mal gucken bei meinen Videos. Ich habe schon Käse geräuchert. Die habe ich allerdings ein bisschen geimpft. Schneide ich das jetzt mal ein. So in die Hälfte. Und hier. Und dann sollte man das schon alles abkriegen. Seht ihr? Das geht dann wunderbar weg. So, toller Käse. Einmal. Das schneiden wir auch hier rein und hier rein. Und wenn man das ein bisschen drückt, kann man das dann hier so offen machen. Und das machen wir noch so. So, das ist also zweimal Chili-Käse. Das schneiden wir mal so ein. Ich mache es jetzt auch zum ersten Mal. So, jetzt geht's weiter. Ich habe hier, wie gesagt, das Rollbratennetz. Ihr könnt diese Gemüsenetze benutzen, wenn ihr das nicht habt. Dann habe ich hier mein Rohr. Die fülle ich einfach hier ins Rohr rein. Und schon habe ich leckerer Käse im Netz. So, ich tue die ja einzeln verpacken. Die könnte man ja dann auch zusammen ins Netz verpacken. Aber das wäre nicht so gut, weil die sollen schon dann im Räucherofen nicht zusammenhängen. Also es soll auseinander hängen. So sieht es dann mal schon aus. So werden die dann reingehangen. Und ich verspreche euch, das gibt ganz lecker. Man könnte noch Salz dran machen oder sonst welche Gewürze, aber das braucht ihr überhaupt gar nicht, da ist schon alles dran. Ich habe jetzt hier die Räucherschale. Jetzt befüllen wir unsere Räucherschale. Ich gehe da immer hin und mache da so eine Flasche rein. Braucht nicht so dick zu sein, aber ich mache es immer so und befülle das mit ganz feinem Räucherspan. Das mache ich ganz voll und es hält ungefähr 6 bis 8 Stunden. Demnach, wie fest man das stopft. Wenn ihr es aber zu fest stopft, dann geht euer Räuchermehl aus. Also es soll nicht zu fest gestopft werden, aber doch auch schon fest. Aber nicht so fest knallen. Und ich kann jederzeit dann noch nachfüllen. So. Allerdings drücke ich das jetzt um die Flasche ein bisschen mehr an, dass man das dann nachher, wenn ich die Flasche rausziehe, nicht zusammenfällt. Die Räucherschale habe ich mal soweit fertig. Und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu meinem Käse. Der Hintergrund ist auch jetzt noch, dass ich noch ein bisschen warten muss. Es ist noch zu warm und ich mache das so kurz bevor es dunkel wird. Da wird es bei uns meistens auch ziemlich frisch. Das schiebe ich hier einfach nur so rein. Ich tue das ein bisschen versetzt aufhängen, dass sie nicht aneinander kommen. Ich habe der eine ein bisschen länger gemacht, der eine Käse.
Der eine ein bisschen kürzer und so kommen sie auch nicht beim Räuchern aneinander. Es ist nicht gut, wenn sie aneinander kommen. Der Rauch soll eigentlich überall hinkommen. Also so kann ich es dann auch schon in den Ofen reinhängen. Wie es dann morgen aussieht, das zeige ich euch noch. So, ist ja jetzt schon ein bisschen dunkel geworden. Aus dem Grund, ich will ja jetzt kalt räuchern. Ganz so kalt wird es nicht sein. Ich schätze mal 28, 30 Grad wird es vielleicht werden. Ich versuche mein Bestes. Und jetzt holen wir mal das Fläschchen hier raus. Ganz langsam rausziehen, dass es nicht zusammenfällt. So, somit habe ich hier einen schönen Durchzug, könnt ihr ja sehen. Unten hin ist es offen. Und ich mache jetzt hier wieder mein Wundermittel dran. So ein Tropfen. Einfach ein kleiner Tropfen. Und hier habe ich meinen LED-Gasanzünder. Der ist mit USB, kann man aufladen. So wie ihr seht, das brennt schon. Und ich gehe einfach nur hin und lasse das mal so 5 Minuten ein bisschen brennen. Ein bisschen was drunter stelle, dass mein Tischdecke nicht anbrennt. So, und das wird jetzt einfach nur 5 Minuten brennen gelassen, bis es schön anklimmt. Und durch diese kleine Flasche, was ich reingesteckt habe, habe ich ja hier Durchzug. Also es kann von ohne Luft ziehen und ist halt ideal. Und da geht es überhaupt gar nicht mehr aus. Das klimmt jetzt so weiter und so mache ich es dann auch in den Räucherofen rein. So, kurzer Ausblick noch. Mein Garten. Und jetzt hänge ich das hier rein. Wie gesagt, es soll nicht aneinander kommen. So, wie ihr seht, das dampft schon schön. Vielleicht können wir das noch erkennen. Es glimmt auch. Und das kommt jetzt hier in den Räucherofen rein. Und da kann man wunderbar kalt mit räuchern. Ich weiß nicht, ob ihr das noch erkennen könnt. Es ist jetzt schon ziemlich dunkel geworden. Die Schublade lasse ich jetzt noch ein bisschen aufstehen, dass er gut zukriegt. So, das dampft alles schon. Und so, ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen was erkennen. Ich gehe jetzt noch hin. Anfangs lasse ich die Luke alle offen. Und wenn es mal so eine Viertelstunde gut gedampft hat, dann mache ich die Luke langsam zu. Die Schublade schiebe ich dann auch zu, aber nicht ganz. Lassen wir ein bisschen aufstehen noch. Und da gebe ich hier so ein Küchentuch drauf. Das Küchentuch hat den Hintergrund, wenn es sollte das Kondenswasser geben, fängt das Küchentuch hier auf. Also das würde dann das Küchentuch hier auffangen, aber ich habe mit dem Ofen noch nie Probleme gehabt. Hier habe ich noch einen Stein, falls es noch Wind gäbe heute Nacht. Also so sieht es aus. Morgen früh hole ich es dann schon raus, mache es in den Kühlschrank. Und wenn ich dann von der Arbeit nach Hause komme, zeige ich euch noch das Ergebnis. Gut, ich sage dann mal tschüss, bis morgen. Euer Marius Channel. Ciao, ciao. So, dann schneiden wir mal auch ein schönes Stück raus, dass wir mal sehen, wie das aussieht. Also so sieht es dann aus, unser geräucherter Käse. Schaut es euch an. Das zum Frühstück. Aufs Brot. Ganz klasse. Dann probiere ich auch mal ein Stückchen. Klasse. Schmeckt sehr, sehr fein. Also der Käse schmeckt wunderbar auf dem Brot. Man kann ihn aber auch benutzen zum Cordon Bleu oder sonst wo noch reinmachen. Es ist hammerlecker. Probiert's aus. Und gut, ich sage dann mal wieder tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Marius Channel. Ciao, ciao.